Ja, wir sehen hier den Schädel eines Bos primigenius, eines großen Auerochsen aus Neumarkt Nord, je nach Forschungsansicht zwischen 100.000 und 200.000 Jahre alt. Und da sieht man schon an diesem riesigen Schädel, dass dieses Tier viel größer war als heutige Auerochsen. Und das Fantastische daran ist, dass die Menschen diesen gefährlichen Auerochsen gejagt haben und erfolgreich erlegt haben. Das war also wirklich eine veritable Mutprobe, gegen so ein Tier zu kämpfen. Und das macht keinen Sinn zum Fleischgewinn, das macht nur Sinn als Jagdlust und aus Leidenschaft und Wettbewerb, vermutlich um bei der Gemeinschaft möglicherweise den Frauen damit anzugeben. Wir sehen hier das mindestens 100.000 Jahre alte Skelett eines Höhlenlöwen von Neumarkt Nord. Dieser Löwe oder Tiger, das kann man sehr, sehr schwer unterscheiden, nur an den Knochen. Es kann auch ein Tiger sein, durchstreifte mit den Elefanten, mit den Auerochsen, mit den Hirschen die fruchtbaren, saftigen Ebenen von Neumarkt Nord, tummelte sich an dem See und wurde sicherlich nicht von den Menschen gejagt. Möglicherweise hat er selbst versucht, Menschen zu jagen, wie das auch heute noch ab und an etwa in Indien der Fall ist. Das war aber nicht so einfach, denn die Menschen hatten ja Speere und Feuer und das reicht normalerweise, um diese großen Tiere abzuhalten. Aber ohne Feuer und ohne Speer könnte der Mensch gegen solche Tiere in der Steppe nicht bestehen. Das war also schon ganz wichtig in der Evolution, dass man überhaupt in der Lage war, sich in den weiten Ebenen zu bewegen und nicht einfach nur Opfer zu werden, dass man über wehrhafte Möglichkeiten verfügt. Und das macht Kultur aus und das setzt den Menschen an die Spitze der Nahrungspyramide. Wichtig ist, hier sieht man sehr, sehr schön, wie die Krallen einer so Katze funktionieren. Die funktionieren bei einer Hauskatze ganz, ganz genauso. Das sind praktisch wie Messer, die ausgeklappt werden und die dann ganz scharf vortreten und die Tiere beim Laufen einziehen können.